Ja, es gab in der Debatte um die neue Vätergeneration immer wieder auch Rückschläge. Und gerade in den Medien haben manche Zeitungen, manche Zeitschriften dann eigentlich versucht, alte Stereotype zu bedienen. Und ein Klischee dieser Art ist, dass der Mann die Familie flüchtet, dass er am liebsten im Büro ist. Da gab es dann Titelbilder, auf denen sitzt ein Mann im Büro und er hat ganz klassisch die Bilder seiner Lieben auf dem Schreibtisch, also von seiner Frau und von seinen Kindern. Und das ist sozusagen sein Bezug zur Familie. Damit wird symbolisiert, ich bin hier zwar im Büro, aber ich sitze hier auch im Büro, weil ich das für meine Kinder mache, die da auf dem Foto sind. Das wird auch den Kollegen so demonstriert. Und dahinter steckt aber ein altes Klischee und das Klischee besagt, die Männer sind viel lieber bei der Arbeit. Sie sind froh, wenn sie nicht wickeln müssen, wenn sie dem Kindergeschrei entfliehen können und sich dann in ihr ruhiges Büro zurückziehen können. Vielleicht werden sie auch da, früher war es zumindest so, sie wurden zu Hause von ihrer Frau bedient und dann werden sie im Büro von ihrer Sekretärin bedient. Und wenn jetzt die Frauen zu Hause von ihren Männern mehr verlangen, kann das Büro, kann der Arbeitsplatz ein Raum sein, wo man sich von der Familie erholt. Das ist dieses Klischee. Ich glaube, dass die Wirklichkeit differenzierter ist, dass Männer teilweise ihren Beruf auch als Opfer betrachten. Ich habe gesagt, es ist eine männliche Form der Sorge, aber es ist ja nicht so, dass alle Menschen sich in ihrer Arbeit erfüllen können. Es ist oft sehr anstrengende Arbeit, Industriearbeit und auch viele Angestelltenberufe sind sehr anstrengend. Also, dass der Beruf für die Väter ein Schonraum ist, eine Erholungszone, würde ich bestreiten in der heutigen Zeit. Natürlich haben Männer Interesse an ihrer Arbeit, sie wollen gerne Karriere machen, sie wollen gerne sich in ihrem Beruf verwirklichen, das ist ja auch völlig legitim, aber das wollen Frauen eben zunehmend auch und insofern geht es um neue Prozesse des Aushandelns in den Paarbeziehungen und in den Familien. Auch Männer, auch Väter haben ein Vereinbarkeitsproblem zwischen Beruf und Familie. Nicht nur Mütter balancieren zwischen diesen beiden Lebensbereichen. Das Problem ist, dass die Strukturen der Arbeitswelt auf diese traditionelle männliche Arbeit ausgerichtet sind, was die Länge der Arbeitszeit angeht, 40 Stunden, oft länger als 40 Stunden die Woche mit Überstunden, lange Pendelwege zur Arbeit. Das heißt, viele Männer gehen immer noch morgens um 7 aus dem Haus und kommen abends um 19 Uhr, also um 7 Uhr abends zurück. Sie sind dann 12 Stunden außer Haus und haben entsprechend wenig Zeit für ihre Kinder. Oft höre ich Geschichten von Männern, die darunter leiden, dass ihre Kinder schon im Bett sind, wenn sie nach Hause kommen von der Arbeit. Und das ist natürlich keine schöne Situation, auch für die Männer nicht. Es gibt aber auch Männer, die versuchen dann ihre eigene Balance zwischen Beruf und Familie zu finden, zum Beispiel indem sie sehr früh mit der Arbeit anfangen, schon um 6 Uhr morgens und versuchen dann früher Schluss zu machen. Oft geht das auch zu Lasten ihrer privaten Interessen, dass sie nicht mehr im Sportverein aktiv sind, dass sie sich weniger mit Freunden treffen. Also in der Phase, wo die Kinder klein sind, sind nicht nur Frauen, sondern auch Männer dann sehr fokussiert auf die Familienaufgaben. Und ja, das Geldverdienen ist ja auch eine Familienaufgabe. Das ist mir sehr wichtig, dass die Erwerbsarbeit von Männern als eine männliche Form der Sorge betrachtet wird. Die Wahrnehmung, die von feministischer Seite präsentiert wird, dass die Männer in die Arbeitswelt flüchten, das sehe ich nicht so, sondern die Männer betrachten das Geldverdienen als Teil der Familienarbeit. Das ist ein Grund auch, warum sie dann vielleicht sagen, die Familie ist mir das Wichtigste im Leben und trotzdem sind sie 12 Stunden außer Haus unterwegs, nicht mit ihrer Familie zusammen.